Hey, du möchtest Akkordeon spielen lernen, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Michael, studiere Musik und heute zeige ich dir, wie man die rechte und die linke Hand am Akkordeon zusammenspielt. Viel Spaß! Einige von euch haben sich genau dieses Thema gewünscht, dass ich ein Video zu diesem Thema mache. Ja, jetzt sind wir hier. Wenn du auch eine Frage hast, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare und ich werde ein Video dazu machen und versuchen, dir zu helfen. Also, jetzt geht es um das Zusammenspiel von der rechten und der linken Hand. Also, wir versuchen das mal mit der ersten Übung. Die erste Übung ist, dass wir auf der linken Hand ein C spielen. Das C findet ihr hier in der Mitte. Das ist so ein Knopf, wo eine kleine Einmuldung hat. Wenn du den Knopf gefunden hast, dann drück ihn mal. Genau, wir brauchen jetzt nur das C links und das C rechts. Und zwar die Übung geht wie folgt. Wir spielen jetzt die linke und die rechte Hand zusammen. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Die linke Hand spielt immer noch weiter diesen Rhythmus. Und die rechte spielt immer 2 Töne in den Ton von der linken Hand. Das heißt, ich mache es euch einmal vor. Das heißt, wir haben einen Ton links, und in diesem einen Ton spielen wir 2 Töne auf der rechten Hand. Gut, probieren wir das Ganze nochmal. So, wir versuchen jetzt das Ganze nochmal in einem anderen Rhythmus. Also der Rhythmus bleibt gleich, aber die Hände tauschen sich. Das heißt, wir spielen jetzt diesen langen Ton mit der rechten Hand und die schnellen Töne mit der linken Hand. Das heißt, mit der rechten Hand spielen wir jetzt immer und mit der linken Hand spielen wir. Probieren wir das Ganze mal. Super. Jetzt machen wir mal was anderes. Und zwar mit dem ersten Finger spielen wir wieder den Ton C, den ihr vor der Zweierinsel findet. Wir haben immer Dreier- und Zweierinseln. Vor der Zweierinsel findet ihr den Ton C. Und die anderen Finger legen wir auf die weißen Tasten, die nach dem Ton C kommen. Also C, D, E, F und G. C, D, E, F, G. Jetzt spielen wir das alles mal hintereinander. C, D, E, F, G und zurück. G, F, E, D, C. Und nochmal. Jetzt machen wir was sich sehr kompliziert anhört, ist es aber gar nicht. Wir spielen beim ersten, beim dritten und beim 5. Finger am Bass den Ton C mit. Ich mache es euch einmal vor. Versucht euch hierbei nicht auf den Bass zu konzentrieren, sondern auf die rechte Hand. Denkt nur dran, 1, 3, 5. Dann müsst ihr den Bass dazu spielen. Nochmal.
Jetzt brauchen wir in der linken Hand noch einen weiteren Bass. Der liegt genau über dem Knopf, wo wir das C gespielt haben. Direkt oben drüber finden wir den Bass mit dem Ton G. Jetzt brauchen wir den Ton C und G. Den Ton C versuchen wir mit dem dritten Finger zu spielen und den Ton G mit dem zweiten Finger. Probiert das gerne mal ein bisschen. Auch mal zusammenspielen, gleichzeitig. Genau, jetzt machen wir den Balk wieder zu. Und jetzt spielen wir bei dem zweiten Finger und dem vierten Finger den Ton G am Bass. Das C spielen wir jetzt nicht, nur den Ton G. Das heißt, wir spielen jetzt und zurück. Und nochmal. So, wisst ihr noch, was wir davor gemacht haben? Wir haben beim ersten, beim dritten und beim fünften Finger den Ton C gespielt. Machen wir das nochmal? Und jetzt spielen wir beim ersten, dritten und fünften Finger das C am Bass und beim zweiten und vierten den Ton G am Bass. Probieren wir das mal ganz langsam. Also wir fangen mit dem C an. C, dann kommt G am Bass. Dann kommt wieder C am Bass. Wieder G. Und wieder C. Und zurück. C, G, C, G. Das heißt, mit der linken Hand haben wir jetzt diese Bewegung. Und zurück. Probieren wir das Ganze noch einmal. Und schon haben wir linke und rechte Hand zusammengespielt. Folgt mir gerne, wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und wir sehen uns beim nächsten Mal.